Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Ich freue mich so, dass ihr bei mir reinschaut. Heute backe ich für euch Brombeer-Joghurt-Muffins, die ganz saftig sind. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung nochmal nachlesen. Als allererstes heizen wir schon mal den Backofen vor auf Ober- und Unterhitze oder Umluft. Für 180 Grad Ober-Unterhitze oder bei der Umluft 160 Grad. 250 Gramm Mehl geben wir 2,5 Teelöffel Backpulver hinein und einen halben Teelöffel Natron. Das vermengen wir. Und stellen es dabei zur Seite. Ein Ei, das Ei verquirlen wir. Dazu geben wir 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker, 80 Milliliter Sonnenblumenöl, und 250 Gramm griechischer Joghurt. Dann werden die Zutaten miteinander verrührt. Einfach mit dem Schneebesen. Das stelle ich dann auch zur Seite. Jetzt habe ich hier frische Brombeeren, die sind aus meinem Garten, 200 Gramm. 1, 2, 3, 12 nicht so große Brombeeren tue ich zur Seite. Und die sind relativ groß, die schneide ich jetzt einmal. Die Brombeeren viertel ich. Die sind relativ groß. Und die geschnittenen Brombeeren gebe ich jetzt dazu. Das Ganze rühren wir dann um. Und die 12 kleineren, die mische ich einmal mit einem Teelöffel Mehl und stelle sie auch wieder zur Seite. So, und jetzt geben wir hier das Mehl dazu. Das rühren wir jetzt noch unter. So. Der Teig ist jetzt schon fertig. Jetzt habe ich hier eine Muffinform. Ich habe hier einfach kleine Papierförmchen reingelegt. Und jetzt füllen wir den Teig einfach ein. Auf jeden Muffin setze ich jetzt noch eine mehlierte ganze Brombeere darauf. So, das Ganze geben wir jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für ca. 20 bis 25 Minuten. Oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. Auf die mittlere Schiene. Die fertig gebackenen Muffins kurz in der Form noch auskühlen lassen und dann rausnehmen. So, die Muffins sind ausgekühlt und jetzt könnt ihr sie einfach natur lassen oder mit etwas Puderzucker noch bestreuen. Ich habe jetzt heute hier mal
rosanen Glitzerpuderzucker. Und jetzt kosten wir mal einen. Richtig schön fluffig und saftig. Lecker! Muffins zu backen macht doch Freude, oder was meint ihr? Im Handumdrehen hat man ganz schnell leckere kleine Kuchen gebacken, die man einfach selber genießen kann oder auch teilen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken der leckeren, saftigen Brombeermuffins. Ich bedanke mich jetzt bei euch für euren netten Besuch und übrigens, habt ihr schon Kürbisse gesichtet? Im Geschäft oder sogar in eurem Garten? Ich hätte hier ein leckeres Kürbismuffin-Rezept. Findest du auch hier auf meinem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus!